In diesem Video geht es um Ebenenmasken. Ihr habt bestimmt schon einmal eines dieser Videos gesehen, bei denen wie durch Magie mit einzelnen Pinselstrichen ein ganzes fertiges Bild zum Vorschein kommt. Zugegeben, das sieht oft etwas fake aus, aber dieser Effekt ist möglich durch Ebenenmasken. Das ist jedoch bei weitem nicht alles, was ihr mit diesem machen könnt. Aber der Reihe nach. Zunächst einmal die Basics. Ihr findet Ebenenmasken direkt bei den Ebenen, symbolisiert durch ein Quadrat mit einem Kreis bzw. einem Loch drin. Einmal draufgeklickt, fügt es der aktuell ausgewählten Ebene eine Maske hinzu. Erkennbar an dem neu aufgetauchten weißen Rechteck, was mit einem kleinen Häkchen verbunden, plötzlich neben der Ebene erschienen ist. Ihr könnt dieses Rechteck anklicken und markieren, genau wie die Ebene, mit welcher die Maske verbunden ist. Wenn man jetzt einen Radierer benutzt und auf dem neu aufgetauchten Rechteck radiert, dann funktioniert es genauso, wie als würde ich auf dem eigentlichen Bild radieren. Allerdings kann ich die Maske einfach ausstellen und die radierten Stellen tauchen einfach wieder auf, als wäre das radierte Loch nie da gewesen. Das liegt daran, dass man mit der Ebenenmaske nicht wirklich radiert, auch wenn es zunächst erst einmal so aussieht, sondern man blendet gewünschte Stellen einfach aus. Die Informationen des Bildes bleiben nach wie vor vorhanden. Aber wozu ist das nützlich? Zur Veranschaulichung fülle ich einfach mal die Ebene mit einem Verlauf. Jetzt ist der Charakter verdeckt, aber ich kann ja jederzeit einfach den Radierer nehmen und in den Verlauf reinradieren. Ein paar Herzen und Sterne reinzeichnen und vielleicht gefällt mir davon ja ein Herz ganz gut und ich möchte es ausarbeiten oder seine Position verändern. Da wir auf dem Verlauf direkt radiert haben, ist das relativ schwierig. Das Nacharbeiten funktioniert nicht so gut, weil man wegen des Verlaufes die Abstufungen gut erkennen kann, wenn man versucht, ihn wieder aufzufüllen und es sieht unsauber aus. Und das mit dem Verschieben funktioniert auch nicht, ohne dass man nicht den ganzen Verlauf mitschiebt. Und genau für solche Situationen sind Ebenenmasken da. Radieren ohne Informationen zu löschen. Also alles auf Anfang, aber nun klicken wir statt der Ebene selbst einfach die Maske daneben an. Achtet wirklich darauf, dass ihr die Ebenenmaske ausgewählt habt, wenn ihr sie nutzt. Das kann nämlich ärgerlich werden, wenn ihr erwartet, noch Teile des Bildes zu haben, nur um dann festzustellen, dass ihr auf der eigentlichen Ebene Dinge ausradiert habt. Ich spreche da leider aus Erfahrung. Also, mit der Ebenenmaske markiert, können wir noch einmal loslegen und unsere Herzen und Sterne einzeichnen. Und diesmal können wir sie sogar ohne weitere Probleme ausarbeiten, denn wenn man statt mit dem Radierer mit einer Brush auf der Maske arbeitet, dann werden die Dinge wieder sichtbar, was das Auffüllen der Form super einfach macht. So kann man auch zum Beispiel andere Brushes und besondere Formen einsetzen. Es funktioniert in beide Richtungen, man kann Dinge radieren bzw. ausblenden und deshalb auch wieder hinzufügen. Wenn ich die Elemente nun verschieben möchte, indem ich unter Bearbeiten, Transformieren, Freitransformieren auswähle, stoße ich aber auf ein Problem. Und zwar ziehe ich so wie vorhin den Verlauf mit Leidenschaft. Die Lösung hier ist der kleine Haken, welcher mit der Ebenenmaske dazugeliefert wurde. Einfach den Haken anklicken und so wird die Verbindung zwischen Maske und Ebene ausgestellt und ich kann die radierten Stellen frei bewegen und positionieren. Sollte einem doch mal was nicht gefallen, kann man die Maske auch ganz einfach unsichtbar machen, indem man mit dem Stift auf der Maske gedrückt hält und sie dort ausstellt. Oder einfach ganz löscht, unabhängig von der zugeordneten Ebene. So, das waren nun die reinen Basics. Jetzt geht es an den praktischen Nutzen, denn Ebenenmasken sind weitaus vielseitiger einsetzbar. Ein Beispiel wäre da das Einzeichnen von Licht und Schatten. Dazu erstellt man eine Ebene über dem Objekt, was man bearbeiten möchte, und macht sie zu einer Schnittmaske, indem man auf das Symbol mit den zwei Quadraten klickt. Nun füllt man sie mit einem hellen Verlauf und stellt sie auf Multiply. Dann wird die Ebenenmaske hinzugefügt und mittels des Radierers können wir so Lichter einzeichnen. Durch die Ebenenmaske lassen sich relativ einfach unterschiedliche Lichtsituationen durchspielen und korrigieren. Man kann zum Beispiel auch das Liquify-Tool heranziehen und ohne Komplikationen Lichter verschieben, verkleinern und vergrößern. Und so eine Basis erstellen, von der ausgehend man weiterarbeiten kann. Ein weiteres Beispiel wäre das präzise Arbeiten bei Überlappungen, etwa bei Kleidung oder mehreren Charakteren. Ich zeichne Charaktere mittlerweile grundsätzlich erst einmal nackt, um grobe Anatomiefehler vorzubeugen. Wenn es dann an die Kleidung geht, bleibe ich ähnlich gerne flexibel, weshalb ich diese gesondert über den Charakter zeichne. Damit das Ganze funktioniert, nutze ich Ebenenmasken. Denn Lineart und Farben stecken für gewöhnlich in separaten Ordnern, aber auch diese können mit Masken belegt werden. Wenn es nämlich darum geht, gewisse Stellen wieder sichtbar zu machen, erstelle ich einfach eine Auswahl des Charakters. Dafür halte ich den Stift gedrückt auf der Ebene und wähle Ebene zur Auswahl, Auswahl erstellen aus. Die Auswahl ist sichtbar durch die kleinen Ameisen, welche den Charakter jetzt umwandern. Und dann radiere ich mit dem Eimer-Werkzeug die Stellen aus, welche aus der Kleidung hervorgucken.
Feinheiten werden dann noch korrigiert mittels Radierer oder dem Lasso-Tool. So kann man sehr präzise und flexibel die Kleidung an den richtigen Stellen radieren, ohne dass ich das für jede Ebene einzeln tun muss. Dann gibt es auch die Möglichkeit, Masken in Verbund mit Korrekturebenen zu verwenden, wenn man zum Beispiel bestimmte Farb- und Tonwertänderungen haben möchte, wie zum Beispiel bei Mustern auf Kleidung. Dazu erstellen wir zunächst einmal eine Schnittmaske über der geschädelten Ebene, auf der wir mit dem G-Pen Linien anzeichnen. Man kann versuchen, ungefähr den Faltenwurf zu folgen, um mit Liquify nachzubessern, aber je nach Muster ist es euch überlassen, wie genau ihr das haben wollt. Dann erstellen wir eine Auswahl dieses Musters, wie vorhin erklärt, indem man den Stift auf der Ebene gedrückt hält und Ebene zur Auswahl, Auswahl erstellen auswählt. Nun klicke ich auf Ebene, Korrekturebene und wähle die Verlaufszuordnung aus. Die Auswahl der Linien wurde direkt in die Ebenenmaske der Korrekturebene übernommen und wir können uns nun durch ein paar Verläufe klicken. Wenn diese farblich zwar passen, aber an Helligkeit zu wünschen übrig lassen, kann man einfach noch einmal die Auswahl der Linien erstellen und diesmal eine Korrekturebene mit einer Tonwertkorrektur hinzufügen und diese unter die Verlaufszuordnung setzen, um dann damit herumzuspielen, bis uns das Ergebnis gefällt. Ich wiederhole mich zwar, aber das Schöne an dieser Methode ist, dass sie unglaublich flexibel ist, da man schnell verschiedene Farbkombinationen ausprobieren kann, ohne das ganze Shading noch einmal einzeln für jedes Muster zu wiederholen. Zu guter Letzt möchte ich einen eher unkonventionellen Nutzen von Ebenenmasken erklären. Und zwar können sie hilfreich sein beim Modellieren von Volumen. Sollte es mal vorkommen, dass ihr beim Zeichnen der Haare feststellt, dass diese zwar in Form und Größe stimmig aussehen, aber irgendwie flach wirken, dann könnt ihr Folgendes einfach mal ausprobieren. Ich dupliziere die Haarebene und erstelle eine Auswahl. Wie schon erwähnt, mache ich das, indem ich den Stift auf der Ebene gedrückt halte und Ebene zur Auswahl, Auswahl erstellen auswähle. Diese wandle ich dann über den Klick auf den Ebenenmaskenknopf direkt in eine Maske um. Dann entferne ich das kleine Häkchen und wähle das Liquify-Tool im Expand-Modus aus. Nun gehe ich sanft über die Haare. Dabei achte ich darauf, dass ich die Mitte bearbeite. Andersherum genauso. Mit dem Pinch-Modus gehe ich über die Kanten, um die Haare dort zusammenzuziehen und die Details etwas zu verkleinern. Denn was weiter entfernt ist, erscheint in der Regel kleiner. Zwar braucht es danach oft noch etwas Überarbeitung, aber so kann man easy ein wenig Volumen hinzufügen, ohne die Form und Größe der Haare zu verändern. Das gleiche funktioniert übrigens auch mit dem Line Art. Und auch mit anderen Stellen, wie zum Beispiel Falten bei Kleidung. Natürlich gibt es noch unzählige weitere Tricks, in denen Ebenenmasken weiterhelfen können, aber für dieses Video war es das erst einmal. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und ihr habt vielleicht sogar das ein oder andere Neue dazugelernt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Clip Studio Paint.